Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Mentalität Idealist nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike zusammenfassen. Deine Mentalität ist deine Wahrnehmung deiner individuellen Realität. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Mentalitäten anzuschauen. Ich kenne eine bessere Lösung. Ich bin ein Idealist. Ich weiß nicht, wohin ich gehe, aber ich gehe meinen Weg. Carl Sandburg. Wer für die Zukunft kämpft, lebt schon heute darin. Ayn Rand. Die Mentalität Idealist ist die fünfte der 7 Mentalitäten. Sie befindet sich in der Spalte der Energie 5. Deswegen gehört sie zur großzügigen, orientierenden und verbindenden Grundenergie 5. Zudem liegt sie genauso wie die gegenteilige Mentalität Skeptiker auf der Expressionsebene. Bei der Mentalität Idealist geht es somit um den Ausdruck. Alle Archetypen der Energien 5, 6 und 7 sind männlich und somit ist auch diese Mentalität der männlichen Dualität zugeordnet. Männliche Mentalitäten wirken etwas extrovertierter und nach außen gewandter als weibliche Mentalitäten. Ich werde jetzt ein paar Fakten zur Mentalität Idealist aufzählen. Interessiert dich deine Mentalität, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle weiser, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form von dieser Mentalität angesprochen fühlen. Sie ist ja der Weisenenergie 5 zugeordnet. Die Seelenrolle weiser erkennt, dass es Besseres, Höheres, Weiteres und Größeres gibt. Sie empfindet es als wünschenswert, einen Zugang zu diesen Bereichen zu finden. Menschen mit der Mentalität Idealist sind unzufrieden mit dem, was ist. Das Seiende ist nicht vollkommen. Es geht immer besser, schöner und größer. Sie erfahren eine Befriedigung darin, das Seiende weiterzuentwickeln. Im Zuge dessen streben sie eine Verbesserung ihres Selbst, ihrer Mitmenschen, ja der ganzen Welt an. Menschen mit der Mentalität Idealist sehen die Wahrheit nicht dort, wo sie ist, sondern sie sehen sie dort, wo sie nicht ist. Sie zweifeln nicht an der Existenz von Wahrheit, Gerechtigkeit, Klarheit und Liebe. Menschen mit der Mentalität Idealist sind Sucher, die ihr Ziel nicht finden möchten. Sie wollen die Sehnsucht nach der Verwirklichung ihrer Ideale nicht stillen. Ist eines ihrer Ideale zur Realität geworden, schaffen sie sich möglichst schnell ein neues. Am besten setzen sie sich eines, was möglichst schwer erreichbar ist. Der Weg ist das Ziel. Das ist ein Spruch, der unter den Mentalitäten am besten zum Idealisten passt. Menschen mit der Mentalität Idealist sind ungern im Hier und Jetzt, sondern lieber in ihrer idealisierten Zukunft. Sie werden in zwei Situationen unglücklich. Erstens, wenn nichts mehr existiert, worauf sie ihre Ideale richten können, und zweitens, wenn sie sich zu weit von ihren Idealen entfernt haben. Menschen mit dieser Mentalität könnten an der Unerreichbarkeit ihrer Ideale verzweifeln. Das kann dazu führen, dass sie überhaupt nichts mehr von sich und ihrem Leben erwarten. Sie haben die Fähigkeit, das Potenzial der Menschheit zu erfassen. Insbesondere halten sie die Umsetzung dieses Potenzials für möglich. Deswegen weisen sie den Mitmenschen den Weg zu dessen Erfüllung. Die Mentalität Idealist hat den Minuspol abgehoben und den Pluspol verschmelzend. Menschen im Minuspol abgehoben haben eine große Distanz zwischen sich und ihren Idealen aufgebaut. Sie sind sehr unzufrieden mit dem Hier und Jetzt. Zudem haben sie das Gefühl, dass sie ihre Ideale nicht erreichen können. Das führt dazu, dass sie ihr Verhalten zumindest äußerlich möglichst stark an das Ideal anpassen. Und das, obwohl sie das Ideal noch gar nicht erreicht haben. Sie wirken deswegen abgehoben. Ihnen fehlt der Kontakt mit dem Boden der Realität. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es gewaltige Unterschiede zwischen der Realität und ihren Wunschvorstellungen gibt. Darunter leidet ihr Selbstwertgefühl. Sie könnten sich selbst für ihre Unfähigkeit verachten. Es ist auch möglich, dass sie sich für ihre Verfehlungen bestrafen. Sie haben Erwartungen an ihre Mitmenschen, die diese nicht erfüllen können. Menschen im Pluspol verschmelzend identifizieren ihre Ideale als Ideale. Sie sind mit sich selbst im Reinen.
Darüber hinaus verschmelzen sie mit dem Besten und Schönsten. Sie lösen die Grenzen ihrer Individualität im Ganzen auf. Menschen in diesem Pluspol verurteilen sich nicht, wenn sie ihre Ideale nicht erreichen. Schließlich können sie klar wahrnehmen, wie weit sie auf dem Weg zur Umsetzung ihrer Ideale fortgeschritten sind. Sie verurteilen auch nicht ihre Mitmenschen, wenn sie ihre persönlichen Normen nicht erfüllen. Ich zitiere die Quelle: Der weise Idealist liebt seine Schwächen. Wenn er sie lieben kann, fällt es ihm leicht, auch seine Mitmenschen so zu akzeptieren, wie sie sind, ohne sie dort festhalten zu wollen. Er zeigt ihnen, was sie erreichen können, und geleitet sie sanft auf der Straße zum Licht. Er nimmt sie bei der Hand, nicht indem er sich zum unnahbar strengen Vorbild macht und andere glauben lässt, dass er die Normen und Vorstellungen bereits erfüllt habe, sondern indem er von dort aus winkt, wo er steht, und seine Brüder ermuntert, mit ihm gemeinsam zu wandern. Zitat Ende. Hast du die Mentalität Idealist oder glaubst du sie zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit der Mentalität Idealist gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Mentalität Idealist sind Michael Jackson, Napoleon Bonaparte und Alice Miller. Für mehr Informationen zu den Mentalitäten empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike und zur Erkundung deiner Mentalität das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Mentalität und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und es mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Seelenlehre und Archetypen der Seele anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.